Staatsministerin, liebe Beate, vielen Dank, dass du dir als Vertreterin der bayerischen Staatsregierung wieder die Zeit genommen hast, deine Gedanken zur transatlantischen Partnerschaft mit uns zu teilen. Wir im Konsulat schätzen uns glücklich, eine solche gute Partnerin an unserer Seite zu haben und sehen unsere vertrauensvolle Zusammenarbeit auch als Ausdruck der engen Partnerschaft zwischen Bayern und den USA. Die heutige Feier wäre nicht möglich ohne die großzügigen Beiträge unserer Sponsoren. Uns unterstützen hier Amgen, Amway, Ainger, die Branddirektion München, BMW, Coca-Cola, Dunkin' Donuts, das Schloss Elmau, McDonald's, Le Méridien, Marriott Hotels, Sixt, der Bundesstaat South Carolina, T.A. Reichem, Texas Instruments und Western Hotels. Und es gibt weitere großzügige Sponsoren. Die Namen können Sie den Sponsorentafel im Eingangsbereich entnehmen. Und ich muss sagen, es freut mich ganz besonders, dass wir heute auch Kansas City Barbecue anbieten können. Kansas City ist nämlich meine Heimatstadt, die für ihre Barbecue-Soße berühmt ist. Herzlichen Dank Ihnen alle. Unser Dank gilt auch an der Big Band des Bundespolizeiorchesters und der Linda Joe Rizzo Band, die wie schon in vergangenen Jahren für die passende musikalische Umrahmung unserer Veranstaltung sorgen. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, heute feiern wir den 240. Geburtstag eines starken, ja einige würden sagen radikalen Schriftstückes, unsere Unabhängigkeitserklärung. Unsere Gründerväter kämpften für eine Reihe von Idealen, die heute noch so aktuell sind wie damals. Wie Sie wissen, feiern wir rund um den 4. Juli in den USA den Gedanken, dass alle Menschen gleich geboren sind, mit, wie Thomas Jefferson es so denkwürdig ausgedrückt hat, unveräußerlichen Rechten auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück. Als unsere Reise in den USA vor 240 Jahren begann, waren wir noch auf der Suche nach einer gemeinsamen amerikanischen Identität. Nach dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg musste unser Land aus 13 unabhängigen Kolonien geformt werden. Keine einfache Aufgabe für unsere Gründerväter. Aber wer hat behauptet, dass es einfach sein würde? Trotzdem gelang es nicht nur, unser Land in relativ kurzer Zeit zu einen. Wir sind darüber hinaus ein starkes Bündnis mit unserem früheren Gegner, dem Vereinigten Königreich, eingegangen. Dasselbe gilt für unser Verhältnis zu Deutschland. 2 Weltkriege auf unterschiedlichen Seiten der Schützengräben können uns nicht davon abhalten, die gemeinsame Agenda einer sicheren und freieren Welt zu verfolgen. Die transatlantischen Beziehungen sind heute sowohl vielfältig als auch einzigartig. Die deutsch-amerikanische Partnerschaft ist eine der großen Konstanten in einer sich rasant verändernden Welt. Seit 70 Jahren setzen sich Deutschland und die USA in beispielhafter Zusammenarbeit für Frieden, Sicherheit und Wohlstand in aller Welt ein. Nur 2 Beispiele unserer engen Zusammenarbeit sind unser gemeinsamer Kampf gegen den Klimawandel und der erfolgreiche Abschluss des Iran-Abkommens. Mein Mann Toni und ich sind erst seit 10 Monaten mit unseren beiden Söhnen hier. Trotzdem habe ich schon viele Ecken Bayern erkundet und dabei die unterschiedlichsten Fortbewegungsmittel genutzt. Zu Fuß, auf dem Radl, im Auto, im Hubschrauber und Panzer, auf Schneeschuhen
sowie in Kutschen und Gondeln habe ich mir ein Bild des Freistaates gemacht. Und da Bayern nicht gleich Bayern ist, habe ich natürlich bereits alle 7 Regierungsbezirke bereist und dabei nicht nur Bürgermeistern und Landräten meine Aufwartung gemacht. Dazu gehören Studierende und Schüler, Vertreter von Nichtregierungsorganisationen, Würdenträger von verschiedenen Religionen sowie von Unternehmen und Wirtschaftsverbänden. Und ich muss sagen, Sie alle haben es meiner Familie und mir sehr leicht gemacht, uns hier gleich daheim zu fühlen. Was mir bei meinem Reisen durch Bayern aufgefallen ist: Überall bin ich auf die Zeugnisse der großartigen deutsch-amerikanischen Partnerschaft gestoßen. Die Verbindungen sind so vielfältig, dass ich kaum weiß, wo ich anfangen soll. Nach dem Zweiten Weltkrieg hätten wir auch tief gespalten bleiben können. Was mir aber in meiner Zeit in Bayern bewusst geworden ist die Tatsache, dass individuelle Verbindungen, wir nennen das People-to-People-Ties, die Basis unserer Freundschaft und das Kern unserer fortdauernden Zusammenarbeit und gemeinsamen Entschlossenheit bilden. Die Ideale, für unsere Gründerväter einst kämpften, werden heutzutage vielerorts erneut in Frage gestellt. Viele fragen sich, wie wir mit den Bedrohungen und Herausforderungen der Gegenwart fertig werden sollen, dem Terrorismus oder den Millionen von Menschen auf dem Flucht. Diese Ängste und Sorgen können unsere demokratischen Strukturen und unsere Entschlossenheit von Zeit zu Zeit auf die Probe stellen. In Amerika leben wir heute in einem großen, wagemutigen, dynamischen und bunten Land. Wir kommen von überall her, wir üben alle erdenklichen Religionen aus und glauben an alle möglichen Ideen. Aber eines verbindet uns. Es ist der Glaube daran, dass alle Menschen gleich geboren sind und mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind. In einem Land, in dem sich ein jeder, der fest entschlossen ist und in einen Traum verfolgt, selbst verwirklichen kann. Das bedeutet nicht, dass diese Ideale nicht zeitweise in Gefahr sind, wie wir vor 3 Wochen in Orlando gesehen haben. Wir waren überwältigt von der Welle der Solidarität, die uns, gerade hier in Deutschland, hier in Bayern, entgegengeschwappt ist. Bei spontanen Bahnwachen sind hunderte Menschen zusammengekommen, um der Opfer von Orlando zu gedenken und Geschlossenheit mit der LGBT-Community zu demonstrieren. Heute Morgen haben wir hier im Konsulat die Regenbogenflagge gehisst. Sie wird anlässlich der weltweiten Feierlichkeiten rund um den Christopher Street Day einen Monat lang Seite an Seite mit der amerikanischen Nationalflagge wehen. Um unsere Vielfalt zu schützen und zu bereichern, müssen wir sicherstellen, dass unsere unterschiedlichen Stimmen gehört werden können. Und das gewährleisten wir durch unsere demokratischen Prozesse, wobei das wichtigste Instrument sicher das Wählen ist. Jede einzelne Stimme zählt. Und das Nichtwählen kann genauso große Auswirkungen haben wie das Wählen. Wähler können ihr Schicksal in der Tat in die eigene Hand nehmen. Dialog ist jedoch unversichtbar, besonders wenn so viele Menschen unterschiedliche Perspektiven mitbringen. Diese Perspektiven können sehr davon abhängen, welcher Generation man angehört, wo man lebt oder wie man erzogen wurde. Man sollte gerade auch den Kontakt zu den Menschen nicht scheuen, die abweichende Meinungen und Ansichten vertreten. Was wir nicht brauchen, ist eine weitere Polarisierung unserer Gesellschaften. Vielmehr sollten wir die Institutionen in den Vordergrund rücken, die unsere Demokratie stützen. Und wir sollten alles daran setzen, um sicherzustellen, dass künftige Generationen von Wählern die Macht erkennen, die in ihrer Stimme liegt.
Ähnliche Phänomene haben wir kürzlich bei der Entscheidung des britischen Volkes, die Europäische Union zu verlassen, beobachtet. Und diese Gedanken begleiten uns sicherlich auch im Zusammenhang mit unserem eigenen Präsidentschaftswahlen. Letzten Endes wissen wir, dass dank der Stärke unserer Institutionen und unserer gemeinsamen Bekenntnisse zur Rechtsstaatlichkeit unser Verhältnis zu Europa und insbesondere zu Deutschland und zu Bayern auch in Zukunft eng und beständig sein wird. Liebe Gäste, ich bin am Ende meiner Ausführungen angekommen. Es ist mir nun eine besondere Ehre und eine Freude, dass wir Lieutenant Colonel Corey Linden hier und heute einen Vertreter der amerikanischen Streitkräfte zu Gast haben. Er war in den letzten 7 Jahren über ein Sonderprogramm zur deutschen Bundeswehr abgeordnet. Dies steht für die enge Zusammenarbeit auf persönlicher, militärischer und Regierungsebene. Nach beinahe einem Vierteljahrhundert im Dienste der US Air Force dürfen wir heute Lieutenant Colonel Linden in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden. Erlauben Sie mir, dass ich auf Englisch fortfahre. Ladies and gentlemen, this evening we have the unique opportunity to celebrate the United States Air Force retirement of Lieutenant Colonel Corey Linden, who is joined today by his wife Arietta and their 3 daughters, Sydney, Emma, and Iris. He is retiring from the Air Force after 24 years of service. Corey is a pilot and has amassed over 4,700 flying hours in his career. Here from Ramstein Air Base to support Colonel Linden's retirement are Colonel Darren Ewing and Senior Master Sergeant Sarah Tombly, the Commander and Superintendent of the European Personnel Exchange Program. At this time, I will turn the microphone over to Sergeant Tombly for the presentation of the Meritorious Service Medal to Lieutenant Colonel Linden.